Hallo, liebe VW-Freunde. Every day is a school day, sagt der Engländer und meint damit, jeden Tag gibt's was Neues zu lernen. Und jeden Tag sollte man was Neues lernen, insbesondere im fortgeschrittenen Alter, damit der Hirnkasten fit bleibt. Der Rheinländer sagt, das haben wir schon immer so gemacht und beim VW ist alles gleich. In diesem Fall hat der Rheinländer leider vollkommen Unrecht. Das ist ein saublöder Spruch und manifestiert so ein bisschen das Problem, was wir auch heute immer noch in der Szene haben, dass die Leute denken, ja, Käferteile, das ist ja alles einfach, da passt alles von vorn bis hinten. Passt es eben nicht. Und davon berichte ich euch heute. Schaut mal her. Der Teufel und das Detail. Wir haben hier einen Kupplungsseilsatz, den gab es früher auch bei VW, allerdings nur für den T2B-Bus. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Wie gesagt, das gab es schon bei VW, gibt es natürlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, aber gibt es natürlich bei den FEBE-Vertriebspartnern. Wir haben das alles zusammengestellt hier und das ist genauso wie es früher bei VW war. Da ist das Kupplungsseil drin, da sind die Unterlegscheiben drin, da sind die verschiedenen Abdichtungstüllen drin, da ist hier diese tricky Klammer drin, die vorne ans Fußhebelwerk dran kommt und die Seilführung ist insbesondere deswegen wichtig, weil sie auch einem Verschleiß unterliegt, aber einem unsichtbaren Verschleiß, nämlich innen. Das ist aber gemein, denn wenn man die nicht mitwechselt, dann geschieht es sehr häufig, dass, weil diese Seilführung innen drin zerschlissen ist, hier der Stahl von dem Seil an dem Stahl der Führung sich entlang schubbert und Metall auf Metall mit Reibung, das geht nicht lange gut und das neue Seil reißt in der alten Führung hier im Bereich dieses Rohres direkt wieder ein und auch durch und dann geht die Reparatur wieder von vorne los. Das ist Sparsamkeit an der falschen Stelle, deswegen diese Seilführung immer mit neu machen. Deswegen hat sie auch VW früher im Reparatursatz mit drin gehabt und wir natürlich auch. Und selbstverständlich auch neu macht man hier diese Einstellmuttern mit dem Flügel dran. Warum? Dieser Gewindeabschnitt hier, der liegt ja schön frei im Spritzwasser. Den sollte man natürlich beim Einbau dick mit Kupferpaste oder Fett einschmieren, damit er nicht sofort anfängt zu rosten. Aber irgendwann ist es soweit und dann ist hier diese Mutter bombenfest auf diesem Gewindestück und lässt sich nicht mehr einstellen. Dann kann man nur noch das Seil durchschneiden, wenn man das Kupplungsspiel hier dran nachstellen will. Und man kann es nicht mehr nachstellen, weil die Mutter hier bombenfest drauf sitzt. Wenn es schön eingeschmiert ist mit Fett, dann kann man sie einstellen. Und das ist natürlich arg praktisch, denn man muss hier nicht mit einem Schraubenschlüssel rangehen, sondern man kann das hier mit einer Zange festhalten. Ist schon ätzend genug, aber man kann dann mit den Händen das Ganze einstellen. Und das war eine gute Erfindung. Die kommt 1965 erst. Und als ich hier, ihr ahnt es schon, nicht nur den Satz für den T2B gemacht habe, sondern auch für alle anderen Busse und für alle Käfer und für alle Typ 3, überhaupt für alle luftgekühlten Modelle. Typ 4 brauchen wir nicht, weil der hat ja Kupplungsgeber, Kupplungsnehmerzylinder. Und später T3 braucht es auch nicht, der hat das auch mit Geber- und Nehmerzylinder, aber erster T3 hat auch einen Seilzug und deswegen gibt es auch für den ersten T3 noch diesen Reparatursatz. So, und als ich das so recherchierte, was kommt denn wo rein? Denn auch hier, der Teufel steckt im Detail. Diese Klammer gibt es in verschiedenen Baujahren. Manche haben hier 2 Unterlegscheiben, die anderen nur 3. Und die Tüllen sind auch nochmal verschieden. Die Seilführung gibt es in 4 verschiedenen Versionen. Die Kupplungsseile an sich in über 25 verschiedenen Versionen. Also da kommt schon einiges zusammen und die Kombinationsmöglichkeiten sind riesig groß. Man muss es sehr genau recherchieren, was für welches Baujahr passt. Und es sind über 25 verschiedene Kupplungsseilsets zusammengekommen, wenn man die ganze Palette abdecken will. Und dabei fiel mir was auf. Nämlich, ich habe es ja gesagt, diese Flügelmutter, die kommt 1965, eine wunderbare Erfindung. Und für die Baujahre davor, sagt der Papierkatalog, muss man die uralte Mutter ohne die Flügel nehmen, die da vorher verbaut wurde. Wir gucken uns die mal an. Das hier ist der Satz für den Käfer
erstes Baujahr. Nehmen wir mal raus. Und hier haben wir die alte Mutter drin mit der entsprechenden Kontermutter. Guckt euch die mal ganz genau an. Das ist kein Normteil, das ist ein spezielles Teil, hat oben eine kugelige Fläche. Das erkläre ich gleich, warum das so sein muss. Also das gab es jetzt nicht von der Stange, haben wir für teuer Geld nachmachen lassen. Jetzt fragt ihr, wieso denn? Warum nimmt man denn an der Stelle nicht die praktische Flügelmutter? Habe ich mich auch gefragt. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Was ändert sich denn 1965, dass VW sagt, man kann die Flügelmutter nicht für frühere Baujahre nehmen? Die ist doch so super praktisch, denn hier brauche ich außerdem noch eine Kontermutter. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn man hier sich das mal anschaut, wie das aufgebaut ist, dann kommt hier das Gewindestück am Ende des Seils durch dieses Ärmchen, da kommt die Flügelmutter drauf und jetzt sieht man das, dieses Ärmchen ist hier rautenförmig und das passt genau an die Mutter ran, die hier auch zwei kleine Nasen rechts und links hat. Und deswegen kann man hier immer direkt diese Mutter eine halbe Umdrehung drehen und dann rastet die so ein ganz klein bisschen ein. Warum? Das verhindert, dass die Mutter sich im Fahrbetrieb über die Jahre löst, insbesondere dann, wenn man sie, was man ja machen soll, ordentlich geschmiert hat. Und dann wird das Kupplungsspiel immer länger und man muss immer nachdrehen. Deswegen hier die beiden Nasen, die hier in der rautenförmigen Pfanne zum Liegen kommen und verhindern, dass sich das selber löst und man spart sich die elende Kontermutter hier an der Stelle. Man käme ja auch gar nicht richtig dran mit dem Schraubenschlüssel. Und das ist eben beim Vorgängermodell der Fall. Man muss es kontern, damit es sich nicht löst. Warum kann man aber jetzt nicht die Flügelmutter für die frühen Modelle nehmen? Und da kam mir ein Verdacht und das verifizieren wir jetzt mal an einem Auto. Ich hatte leider dieses Ärmchen hier nicht für ein Modell von vor 1965. Das müssen wir uns also an einem Auto angucken. Wir nehmen dazu meinen alten 58er Käfer und schauen da, das ist praktisch, weil da ist gerade der Motor draußen, schauen uns das hier an. Ich habe da mal was vorbereitet für euch. Hier seht ihr dieses Ärmchen und erstmal, es ist in sich gebogen. Das hier ist ja gerade. Das heißt, die Flügelmutter käme hier mit dem Befestigungsbolzen des Motors in Konflikt. Aber was viel wichtiger ist, guckt mal hier, das ist kreisrund. Da gibt es keine rautenförmige Fläche. Das heißt, da passt ideal hier diese Mutter mit der Kugelfläche rein, muss dann aber mit einer Mutter auch nochmal dagegen gekontert werden. Ist ätzend einzustellen. Die Flügelmutter war schon ein wichtiger Schritt nach vorne. Und jetzt fragt man sich, naja, dann wechsel halt dieses Ärmchen aus und dann bist du das Problem los. Theoretisch ja, aber dieses Ärmchen, schaut mal hier, das sitzt hier mit dieser kleinen Verzahnung auf der Kupplungsausrückhebelwelle drauf und das ist bombenfest gebacken mit den Jahren. Das ist auch früher schon in den 60er, 70er Jahren ein Problem gewesen. Das hier abzumachen ist eine Arbeit für jemanden, der Mutter und Vater totgeschlagen hat. Das kriegst du mit normalen Bordmitteln in der Regel nicht runter. Wenn das Getriebe so nackig vor dir liegt, dann schon. Ne? Aber bei eingebautem Getriebe, du kommst ja nicht ran mit dem Abzieher richtig gescheit. Also sagt man, das Ärmchen bleibt drin, sagte man auch bei VW und man nimmt eben die alte Originalmutter hier an der Stelle. So, Rätsel gelöst. Ne? Kleine Ursache, große Wirkung. Und schon mussten wir diese Mutter nachmachen lassen, damit wir die Sätze richtig bestücken konnten und richtig komplett anbieten konnten für alle Baujahre. So, ab jetzt bei allen FEWIP-Vertragspartnern Kupplungsseilsätze, das ist sehr convenient, wie man heute sagt. Und es gibt ja auch nicht mehr den netten Teileverkäufer, der ans Telefon geht und das hier mit dem Katalog raussucht, den hat ja auch kein Schwein mehr. Und da ist es gut, wenn der Onkel Florian das alles mundgerecht für euch präpariert hat, sodass es dann ein, wie sagt man das heute, ein rundum sorglos Paket ist. Ihr müsst dem Händler dann nur noch euer Baujahr sagen und der sucht es raus. Oh, am besten auch die Fahrgestellnummer, denn wie gesagt, 1965 ändert es sich mitten im Modelljahr
Und auch andere Änderungen sind manchmal nicht zu den Werksferien, sondern mitten in der Serie. Also das ist sehr tricky. Wir haben über 25 verschiedene Sätze gemacht. Wir haben es jetzt wirklich ganz komplett. Und jetzt haben wir wieder was gelernt. Und ich sage frohes neues Jahr und bis nächste Woche.